Nach dem Tor gegen Freiburg schaue ich nur zu Nico über den Platz rüber und der schreit noch so, ja, wenn er so liegt, wenn er so liegt. Ja, ehrlich. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Es geht gegen Werder Bremen und ich habe heute einen Gast, über den ich mich sehr freue. Marius Wolf ist bei mir. Zack, schießt mein Tor, schon ist mein Feiertagsmagazin. Muss ich mehr Schön, schießen, dass ne? du da bist. Ja, kommst du öfter, ne? Ja. 2 Spiele, 2 Siege. Wie würdest du den Saisonstart beschreiben? Gut, also wenn man 2 Spiele hat, 2 Siege, denke ich mal, ist es sehr gut. Auch die Art und Weise der Spiele waren unterschiedlich. Gegen Leverkusen war es eher ein Kampfspiel. Aber auch gegen Leverkusen zu 0 zu spielen, denke ich mal, ist nicht einfach. Und Nee, das stimmt. ja, eben Rückstand in Freiburg zu drehen, eben auch nicht. Deswegen denke ich mal, können wir sehr zufrieden sein. Nach der Partie in Freiburg hast du gesagt, dass du in der Woche zuvor sehr gut trainiert hast und deshalb mit einem guten Gefühl ins Spiel gegangen bist. Hat man ja auch gesehen. Da liegt es natürlich auf der Hand, dass ich dich jetzt frage, wie ist es denn diese Woche so gewesen? Genauso. Ah, ehrlich, ja. Dann bist du Ja, ein nächste gutes Woche Gefühl. wieder hier. Wir haben wieder gut trainiert. Ja, versuchen natürlich das Spiel zu gewinnen, so wie jedes andere auch. Und ich bin guter Dinge. Und wie es in Wirklichkeit aussah, das schauen wir uns jetzt an. Ja, das sah super aus. Wenn man euch häufiger beim Training beobachtet, merkt man, dass wirklich richtig Feuer drin ist. Der Konkurrenzkampf ist sehr groß, das ist der Kampf um die Plätze. Alle geben Gas. Inwiefern pusht euch dieser Konkurrenzkampf? Ich denke enorm, weil jeder will spielen, jeder will seine beste Leistung zeigen, jeder weiß, er muss seine beste Leistung zeigen, um auch zu spielen. Und deswegen denke ich, es ist absolut was Positives, wie man auch auf dem Trainingsplatz merkt. Also ich denke, wie trainiert wird, ist richtig gut, richtig intensiv, wie du auch schon gesagt hast. Und so bringt es einem natürlich auch am meisten weiter. Und auch der Mannschaft. Du erinnerst dich vielleicht, bei Brinkhoffs Ballgeflüster kam eine Frage von dir zu Nico Schlotterbecks Frisur. Jetzt drehen wir den Spieß mal um und Nico hat eine Frage. Hey Marius, was hat es denn auf sich, wenn wir mal sagen, der Ball liegt richtig und dann, du weißt Bescheid, ist er drin. Grüße, ciao, ciao. Das musst du jetzt aufklären. Ja, nee, Peter, wenn wir Torschusstraining machen und der Peter ist dabei, dann, wenn einer reinknallt, kommt oft der Spruch, ja, wenn er so liegt, dann ist er drin. Okay, der liegt super. Ja, so musst du legen machen. Ich hätte nur eine Frage, wolltest du noch links legen oder noch rechts? Ich wollte ja nur fragen. Und dann im Spiel nach dem Tor gegen Freiburg schaue ich nur zu Nico über den Platz rüber und der schreit noch so, ja, wenn er so liegt, wenn er so liegt. Ja, ehrlich. Deswegen müssen wir ein bisschen schmunzeln. Ja, ist ja gut, wenn man so flaxt. Ne? Gehört ja auch mit dazu. Gehört dazu. Nico ist einer von vielen Neuzugängen bei unserer Borussia. Insgesamt ist der Kader jetzt in der Breite wesentlich besser aufgestellt als vorher. Ist das eine große Stärke in diesem Jahr von euch, dass vielleicht auch noch von der Bank immer wieder Gefahr kommen kann? Absolut. Also es ist ja auch auf das Thema zurückzuführen mit dem Konkurrenzkampf, denke ich. Und wenn jemand nicht spielt, heißt es nicht, der ist weit weg, sondern vielleicht nur knapp hinten dran. Und der will natürlich dann auch, wenn er von der Bank kommt, der Mannschaft helfen. Ja, trainiert wahrscheinlich auch richtig gut, oder wie man sehen kann, trainiert richtig gut. Und ja, gegen Freiburg waren es wir, die das Spiel dann noch gedreht haben. Ich denke aber auch gegen Leverkusen sind die reingekommen, sind quasi noch das Spiel mit über die Zeit gebracht haben. Weil das ist natürlich auch in beiden Richtungen, sage ich mal, entscheidend. Ja, klar. Und ich denke, es hat man in beiden Spielen gesehen, wie enorm wichtig sowas sein kann. Ja, du bist ein Spieler, der auf vielen Positionen eingesetzt werden kann. Ich erinnere mich noch an das Spiel letztes Jahr gegen Augsburg. Da hast du vorne links angefangen und hinten rechts. Als Verteidiger hast du aufgehört. Inwiefern würdest du deine Vielseitigkeit als einer deiner großen Stärken bezeichnen?
Ja, absolut. Ich denke, der Trainer weiß, dass ich mehrere Positionen spielen kann, was ihm vielleicht dann auch zu Hilfe kommt, auch aufs Spiel vielleicht gesehen oder auch, wenn sich jemand verletzt oder andere Sachen passieren. Dann weiß er hat jemanden, der mehrere Positionen spielen kann und für mich selber ist es eigentlich, ja, ich habe mich mittlerweile damit auch angefreundet. Ich will da spielen, wo der Trainer mich aufstellt und da will ich auch meine beste Leistung zeigen. Also es ist egal, ob vorne, hinten, links, rechts, in der Mitte, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich will Gas geben, der Mannschaft helfen und Tor schießen. Und Tor schießen. Oder verteidigen. Oder verteidigen. Am Samstag kommt mit Werder Bremen eine Mannschaft in den Signal Iduna Park, die zweimal 2:2 gespielt haben. Gegen Stuttgart haben sie in den letzten Minuten noch den Ausgleich erzielt. Wie gefährlich ist der Aufsteiger gerade zu Beginn der Saison, wenn noch so eine gewisse Euphorie im Verein herrscht? Absolut. Also ich denke, es ist nicht nur am Anfang der Saison. Ich denke, bei vielen Mannschaften hat man es gesehen, ob es jetzt an Bochum war oder andere. Das ist, das dich die ganze Saison begleiten kann. Natürlich am Anfang noch mehr. Deswegen denke ich, wird es kein einfaches Spiel, aber wir wollen natürlich gewinnen. Wir wollen unsere beste Leistung zeigen und einfach auf uns schauen. 3 Siege, 9 Punkte, hört sich auch irgendwie gut an. Ne? Ja, das hört sich super an. Ja. Das muss auch das Ziel sein. Ja, so soll es sein. Bei Bremen spielen 2 ehemalige Dortmunder, Leonardo Bittencourt und Marvin Duksch. Duksch ist in Dortmund geboren und hat die Jugend beim BVB gespielt und der freut sich wie Bolle auf das Spiel. Für mich das Highlight-Spiel definitiv in der Saison vor 83.000 im Signal Iduna Park aufzulaufen. Ich glaube, es ist für jeden ein Highlight-Spiel, für mich gerade ganz besonders. Ich habe die ganze Jugend dort verbracht, ich bin dort groß geworden. Für mich gab es damals immer nur den Verein und deswegen wird der immer irgendwie ein Teil von mir sein. Ja, da haben wir ihn gehört. Marvin Duksch, also ein ganz besonderes Spiel für ihn, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt. Niklas Füllkrug und er haben 39 Tore in der Aufstiegssaison geschossen. Fast alleine haben sie Werder wieder in die Liga zurückgebracht. Füllkrug hat 2 Tore geschossen, Duksch hat noch keins. Worauf müssen wir achten bei den beiden? Ja, ich denke, wie du es gerade gesagt hast, in der 2. Liga haben die gefühlt alleine über die Bremer hochgeschossen. Ich denke, die beiden harmonieren gut. Wir haben es gegen Leverkusen, denke ich, richtig gut wegverteidigt, auch gegen Freiburg bis aufs Gegentor. Aber ja, das muss einfach das Ziel sein, dass wir versuchen, zu 0 zu spielen. Und selbst wenn ein Rückschlag kommt, wissen wir können darauf reagieren und wir wollen gewinnen. Und die Zuschauer werden auch wieder ihren Beitrag leisten. Sowieso. Da freuen wir uns drauf. Das war's, Marius. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, zu uns ins Studio zu kommen. Komm ja nur nicht ohne Sieg nach Hause, hat meine Mutter früher immer gesagt. Also, und ihr drückt unseren Jungs natürlich die Daumen, egal wo ihr seid. Das war's von eurem Feiertagsmagazin. Der Nobby und der Marius.